Das ist Marie. Genau wie die anderen Kinder in ihrem Alter geht sie zur Schule. Zumindest war das immer so. Doch nun ist Marie sehr krank. Sie muss eine lange Zeit im Krankenhaus verbringen und kann deshalb auch lange nicht in ihre normale Schule gehen. Was bedeutet das für Maries schulische Situation im Vergleich zu der ihrer Altersgenossen? Durch ihre Erkrankung und den langen Krankenhausaufenthalt muss Marie ihren normalen Bildungsgang unterbrechen und bleibt somit schulisch hinter ihren Altersgenossen zurück. Und das, obwohl sie doch ein Recht auf Schulbildung und Chancengleichheit hat. Wie kann das verhindert werden? Das ist Herr Mittelstädt. Er ist Lehrer an der sogenannten Schule für Kranke in Maries Krankenhaus. Dort können kranke Kinder während ihres Aufenthalts unterrichtet werden. Auch Marie geht gerne in die Schule für Kranke, aber oft kommen ihr Therapie- und Untersuchungstermine in die Quere. Oder es geht ihr einfach nicht gut genug, um am Unterricht vor Ort teilnehmen zu können. Manchmal muss sie auch für eine Zeit auf die Isolierstation. Auch dann kann sie die Schule für Kranke nicht besuchen. Und für eine Einzelstunde bei ihr am Krankenbett hat Herr Mittelstädt nicht immer Zeit. Insgesamt lässt sich Maries Unterricht mit ihrer Behandlung und ihren medizinischen Bedürfnissen oft nur schwer vereinbaren. Die Folge? Maries Bildungssituation kann durch die Schule für Kranke zwar ein wenig, aber nur bedingt verbessert werden. Und trotz dieser Unterstützung ist es für sie durch die entstehenden Lücken schwer, den Lernfortschritt ihrer Herkunftsklasse mitzuvollziehen. Im schlimmsten Fall drohen Marie der Bildungsabbruch und als langfristige Folge womöglich sogar ein fehlender Schulabschluss. Aber stopp! Um das zu verhindern und Kinder in Maries Situation zu unterstützen, wurde im Rahmen des EU-geförderten Projekts Movile der Mocodesk entwickelt. Das ist ein virtueller Lernraum, der online gestützte, individuelle und nachhaltige Lernbegleitung ermöglicht. Darin erhalten sowohl Marie als auch Herr Mittelstädt jeweils einen eigenen virtuellen Schreibtisch, ihren Mocodesk. Alles, was sie benötigen, um diesen zu nutzen, ist jeweils ein Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang. Über den Mocodesk kann Herr Mittelstädt Marie während ihres Krankenhausaufenthalts schulisch ganz individuell betreuen, auch in Phasen, in denen ihr der Besuch der Schule für Kranke nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Aber wie genau funktioniert das? Wenn Marie zum Beispiel gerade auf der Isolierstation ist, dann muss sie ihren Lernprozess dank des Mocodesks nicht unterbrechen. Auf der Basis ihres Kenntnisstandes erstellt Herr Mittelstädt an seinem Mocodesk für sie individuelle Lernpakete. Dabei stehen ihm vielfältige schulpraxisnahe Werkzeuge zur Verfügung. Ob Quiz oder Lückentext, ob mit eingebundenen Videos, Bildern oder Links. Mit dem Mocodesk kann er die Arbeitsblätter ganz individuell zusammenstellen. Das fertige Lernpaket legt er Marie dann zum Bearbeiten auf ihren Mocodesk. Marie kann dieses ganz flexibel genau dann bearbeiten, wenn sie gerade ausreichend Zeit und auch Kraft hat, völlig unabhängig von Unterrichts- oder Therapiezeiten. Natürlich kann sie auch von ihrem Krankenbett aus ganz flexibel an ihrem Laptop oder an ihrem Tablet arbeiten und lernen. Außerdem können Marie und Herr Mittelstädt über den Mocodesk in einem Chat kommunizieren, zum Beispiel wenn Marie eine Frage zu einer Aufgabe hat oder Herr Mittelstädt sich nach ihrem Fortschritt erkundigen möchte. Wenn Marie ein Lernpaket fertig bearbeitet hat, landet dieses wieder auf Herrn Mittelstädts Schreibtisch, der es dort dann gegebenenfalls korrigieren und ihr eine Rückmeldung geben kann. Ist das Lernpaket schließlich komplett abgehakt, so kann Marie es archivieren und später, beispielsweise wenn sie sich auf eine Prüfung vorbereitet, fächerweise auf ihre gesammelten Unterlagen zugreifen. Aufbauend auf ihrem persönlichen Lernfortschritt kann Herr Mittelstädt nun das nächste Lernpaket für sie erstellen. Ergänzend können auch weitere Lehrer und Lehrerinnen, beispielsweise von Maries Regelschule, die Betreuung zusätzlicher Fächer über den Mocodesk übernehmen. Marie und ihre betreuenden Lehrkräfte stehen dabei in ständigem Kontakt. Auf diese Weise können zuvor vorhandene schulische Lücken durch die Lernbegleitung mit dem Mocodesk nachhaltig überbrückt werden. Marie kann sich dadurch auf die Rückführung an ihre Regelschule oder auch auf einen externen Schulabschluss vorbereiten. So entsteht für Marie trotz Krankheit ein langfristiger, strukturierter Lernprozess. Das Resultat: Kontinuität und Stabilität in ihrem Bildungsweg.
Ihre schulische Bildung kann also mit dem Mokodesk durch ihre Krankheit hindurch effektiv mit ihrer Behandlung in Einklang gebracht werden. Dank der Unterstützung durch den Mokodesk erhält Marie also die Möglichkeit, auch unter erschwerten Bedingungen ihren Anspruch auf gesellschaftliche Integration und Teilhabe im Bereich der Schulbildung wahrzunehmen.